Die Alpine A110S. Ja, ich wollte eben noch sagen, der Alpine, aber ich wurde sofort korrigiert und man hat zu mir gesagt, das ist ein weibliches Fahrzeug, denn der Artikel ist im Französischen ein femininer Artikel. La Alpine, l'Alpine. Und hier steht da, ja, das Besondere an dem Fahrzeug ist, es ist schwarz. Und üblicherweise werden die nicht in schwarz bestellt, sondern man bestellt sie in allen nur erdenklichen Farben, zum Beispiel in Silber, in Blau, in Weiß, aber kaum in Schwarz. Und das hat auch einen Grund, denn die typischen Alpinfarben, die sind blau. Wenn du dich mal kurz vorstellst nochmal. Ja, hallo, einige kennen mich ja schon. Ich bin der Marc Alpin Jakob hier aus dem Alpinzone in Saarbrücken. Meine Leidenschaft steht hier vor uns und in Schwarz ist es eben, ich sag mal, Black Beauty, eine echte Schönheit, die Speerspitze von Alpine hier als Sportmodell S. Ja, wir haben hier auch eine Besonderheit. Wir haben ganz viele Akzente in Orange, die sich abheben, die sich im ganzen Fahrzeug wiederfinden. Aber es ist wirklich Understatement pur, denn sogar Dinge, die normalerweise sichtbar sind, sind hier nur praktisch als Silhouette angedeutet, wie zum Beispiel das Alpine-Logo auf dem Tankdeckel, das normalerweise ja bei der silbernen Ausführung hier ganz deutlich hervorsticht in Chrom. Und hier ist es natürlich auch in Schwarz. Ja, und du hast zu mir gesagt, die schwarze Ausführung ist sogar noch eine der günstigsten Farben, die es gibt. Das ist korrekt. Diese Farbe eben als Option kostet noch nicht die Hälfte von dem meistgekauften Alpine Bleu. So, ist das auch Metallic Lack? Ja. So, wir gucken mal ganz kurz drauf, denn wenn man so mal genau drauf schaut, hier vorne so Kleinigkeiten wie zum Beispiel die Trikolore bei der S eben, und ich finde eben zum Schwarzen ganz passend, eben in Orange Carbon. Alle Monogramme, alle Kennzeichnungen sind in Schwarz und als optisches Highlight, wie zum Beispiel die Bremssättel, haben wir die orangefarbenen Akzente. Das Ganze setzt sich dann auch nachher, werden wir das sehen, im Innenraum fort. Ja, klär mich mal auf. Frontantrieb, Heckantrieb? Heckantrieb mit einem Mittelmotor. Ja, das Besondere bei den Fahrzeugen ist, die wiegen nichts. Im Vergleich zu vielen anderen Fahrzeugen sind sie viel leichter. Komm mal kurz mit mir. Dann zeigen wir mal die Details, wie bei Ferrari, ein Mittelmotor mit drin. Mittelmotor, der sitzt hier unter der Abdeckung, auch ein schwarzes A als Monogramm hier drauf. Bei den anderen ist das auch in einer anderen Farbe. Hier sitzt der Motor, sorgt dafür, dass wir eigentlich immer Grip auf der Antriebsachse hinten haben. 56% des Gesamtgewichts liegen also auf der Hinterachse. Und man kann sagen, der Schwerpunkt liegt genau unter den Sitzen. Ja, auch hinten das Alpine ist schwarz. Also dieses Auto ist komplett Understatement. So, hat mal kurz die Lampen angemacht. Er sieht von hinten aus fast wie ein Ferrari. Wenn du mal kurz durch meine Linse mal schaust, guck mal durch. Das ist scharf, oder? Sieht gut aus. Ja. Ich zeige mal gerade die Auspuffanlage, die ist tatsächlich echt. Und ja, das Ganze ist purer Leichtbau. Ich glaube, die ganze Karosserie außen wird auch nicht von Menschen gefertigt, sondern von Robotern. Das heißt, die wird also lackiert von Robotern, die wird behandelt von Robotern. Das ist Hightech. Das ist Hightech, ja. Wir haben Spezialisten in unserem Werk in Dieppe in der Normandie, weil wir hier eben das besondere Metall bzw. eben eine komplette Alu-Karosserie haben. Komplett aus Alu. Genau, 96% Alu, der Rest wie die Schürzen vorne und hinten sind Plastik. Ansonsten alles Aluminium. Vielleicht einigen wir uns auf Kunststoff. Das klingt besser. Plastik denke ich immer so an die Aldi-Plastiktüte. Ja. Das ist hochwertiger Kunststoff. Hochwertiger Kunststoff, da bin ich ganz bei dir. So. Also sie sind aus Plastik, das hat es gerade gesagt. Ja, es ist so, der ist ja jetzt schön gewaschen, sage ich mal. Also den habt ihr aufgearbeitet. Wenn die kommen, sehen die ja nicht so aus. Das heißt, vom Werk aus sind die wahrscheinlich, ich sag mal, die standen wahrscheinlich am Transporter drauf, da hat es auch mal geregnet und so weiter. Die sind komplett mit Folie zu, wenn die kommen? Ganz genau. Ich sage immer, das ist ein Ganzkörperkondom. Wir haben also in der Regel keine Transportschäden. Ich würde sagen, vielleicht ein halbes %, dass mal etwas dran ist. Die sind komplett eingepackt. Kostet natürlich ein bisschen, ist auch arbeitsintensiv im Werk, genauso wie hier, das wieder auszubauen, abzumontieren und zu entsorgen, aber es lohnt sich. Die Fahrzeuge sehen bis auf die Frontscheibe immer ganz, ganz hervorragend aus.
Ja, der sieht einmal drüber und Pico. Super. So, ich zeige mal ganz kurz, der A110S, wie er hier steht, 70.117 Euro. Ist das mit 16% im Moment? Das ist mit 16% gerechnet, ganz genau. Der Grundpreis beginnt also für die S bei 65.700 und dann kann man eben noch gewisse Optionen ziehen. Viele nehmen die Rückfahrkamera. Klar, wenn ich alles sehe, ist das günstiger als eine neue Plastikschürze. Und hier die Sonderfarbe Noir Profond, so heißt sie in Französisch. So, ich zeige mal gerade die Verbrauchswerte von dem Fahrzeug. CO2-Effizienzklasse E. Das Besondere ist, er hat einen kombinierten Kraftstoffverbrauch von 6,6 Liter, außerorts 5,2. Das ist wahrscheinlich diesem Gewicht von 1114 Kilogramm geschuldet, denn ich weiß, dass ein Smart 4.2, der wiegt, glaube ich, 1100 Kilogramm und das ist eins der kürzesten und leichtesten Autos, die es gibt mit 4 Sitzen. Der hat nur 2 Sitze, aber wir sind knapp über 1100 Kilo. Das ist eine Sensation, oder? Das finde ich immer wieder aufregend, wenn wir nachher einsteigen. Es wird an jedem Gramm gespart. Es gibt zum Beispiel keine Schminkspiegel. Na super, das braucht kein Mensch zum Fahren. Das stimmt nicht. Also meine Frau, die legt großen Wert auf Schminkspiegel. Man kann die aber nachrüsten, gibt es bei Amazon zu kaufen für 1 Euro doppelseitig klebend. Und ich nehme an, du hast auch welche in der Schublade schon, falls einer die unbedingt haben möchte. Wir können noch viele individuelle Wünsche erfüllen. So, wir fangen mal vorne an. Du machst mal bitte die Motorhaube auf. Wir gucken mal unter den Motor. Motorhaube geht nicht. Das war ein Scherz. Er lacht. Wir haben 2 Luken. Wir haben 2 Luken, sagt er. Das mal nennen. Zusammen sind es knapp 200 Liter Stauvolumen. Und auch da sieht man direkt, es gibt nirgendwo Verkleidungen, gar nichts, was irgendwo zusätzlich Gewicht verursachen würde. Interessant ist, dass auch an die Praktikabilität gedacht wurde. Ich habe also vorne links die Möglichkeit, Wischwasser nachzufüllen und auch wenn man mal Fremdstarthilfe braucht, unter dieser kleinen Abdeckung sitzt die Batterie. Da ist die Batterie drunter. 2 Gasdruckdämpfer halten das Ganze in Schuss. Die hat man ja auch weglassen können. Aber gut, sei es denn drum. Das sieht jetzt nicht so groß aus. Da passen aber 2 Flugkoffer rein, hast du mir erzählt. 2 wunderschöne Koffer gibt es, jawohl. Die sind extra für diesen vorderen Stauraum vorgesehen. So, hier vorne hat man den Spoiler. Das ist Serie, der Spoiler? Jawohl. Hier, genau. Der ist schön großer Lufteinlass. Der Kühler ist vorne. Das heißt, der Motor hat eine Kühlleitung nach hinten. Jawohl, und ganz wichtig ist, sitzt also hier unter der Wasserkühler sitzt unter diesem Fach und dazu gehören 2 Ventilatoren noch, die eben entweder in Reihe oder synchron geschaltet werden und auch genauso haben wir noch 2 hinter dem Motor am Heck verbaut, um die heiße Luft eben entsprechend abzuführen. Sehr schön, ja, mach nochmal zu. Dann sprechen wir mal ein bisschen über die Scheinwerferanlage, die drin ist. Was ist das für ein Licht, was eingebaut ist? Das ist Voll-LED-Licht mit eben entsprechendem auch Tagfahrlicht. So, Das kann nochmal an. Ja. Das Tagfahrlicht, ist das auch LED? Jawohl, und der Blinker. Und der Blinker ist auch LED. Und sieh da, er blinkt. Er blinkt. Geht nicht. Kreisförmig, gell? Ja. Cool. Ja, es ist schon. Ein entsprechender Wiedererkennungswert. So, jetzt ist ja, die meisten Fahrzeuge, wo nicht Porsche draufsteht, verlieren ja an Wert. Wie ist es denn bei Alpine? Alpine hat, ich glaube, eine sehr, sehr große Zukunft vor sich und entsprechend wertstabil sind die Fahrzeuge. Ich darf dazu nur sagen, Renault fährt nächstes Jahr nicht mehr in der Formel 1, sondern das wird umgenannt in Alpine. In Alpine, das heißt des Formel 1-Teams. Ja, jetzt kommt ja das große Thema Elektromobilität. Immer mehr Leute sagen Elektromobilität. Wie sieht es denn aus bei Alpine? Haben die schon was in petto oder setzen die im Moment noch auf Verbrenner? Im Moment bleiben wir bei diesem wunderschönen Triebwerk und ich sage mal so geheimnisvoll, ich bin nicht befugt darüber zu sprechen, was wir in der Pipeline haben. Ja, ich verstehe. Das Triebwerk, ja, kann man da ein bisschen was sehen? Hast du einen, wo wir mal reingucken können? Wo die Abdeckung schon ab ist? Das zeige ich euch bei dem nächsten. Ja, das wäre lieb. Kann ich das vorbereiten? Da kannst du das vorbereiten, das zeigen wir mal. Die Luke, zeig mal die Luke. Das ist bei dem schwarzen. Das ist nochmal Stauraum? Jawohl, wird aber natürlich warm, weil wir hier schon an den Motor stoßen. Ja. Warm heißt heiß oder warm? Es kommt auf die Dauer der Fahrt an.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt hier zum Globus fahre und Speiseeis kaufe, nicht hier reinlegen. Eis, nach vorne. Kosmetik, all solche Sachen würde ich nach vorne legen. Und auch den Wein, dann ist er gleich entsprechend gekühlt. Verstehe ich. So, und dort hinten ist die Scheibe. Auch die kann man öffnen, die Scheibe? Die kann man öffnen, das machen wir nachher in einem an dem anderen Fahrzeug. Das kann ich dann vorbereiten. Da muss ein bisschen Handarbeit anlegen erst. So, prima. So, ich steig mal ein. Dann, wenn du mal so lieb bist, mir mal aufmachst, die Tür hier, dann können wir nämlich uns kurz mal den Innenraum angucken. Vielleicht mal vorab mal ganz kurz die Bremsen. Was sind das für Bremsen? Das sind Brembo-Bremsen. Die sind wohl überall bekannt und zwar Durchmesser vorne wie hinten 320 mm. Also die verzögern brachial. Ziemlich heftig, ja. Gut, denn das ist ja auch wichtig, Fahrzeug muss ja stehen. Alcantara hat man hier vorne oder sowas Ähnliches? Jawohl. Dynamica nennt sich der Stoff, wunderschön. Entsprechend ist auch der Dachhimmel innen drin und Leder dazu und eben ein bisschen Kunststoff. Hier vorne sieht man so die Fußauflage, die ist hier aus Alu oder ist das Stahl? Das ist Alu, Beifahrerfußstütze, weil ein Angstgriff fehlt. Da kann man sich aber wirklich sehr gut in Kurven abstützen. Wieso, der ist doch da. Da ist doch einer. Aber rechts oben fehlt er. Ach so, rechts oben fehlt er. So, die Schalensitze? Die Schalensitze von Sabelt, eine bekannte Firma, genauso wie die auch Gurte herstellen, sind wunderbar stark, halten die einen und man kann sie auch langstreckentauglich einsetzen. Das einzige Problem ist vielleicht, man kann nur mit Werkzeug die Sitzhöhe verstellen. Dreifach, wir stellen das bei der Auslieferung immer ein auf die Größe des Käufers, des Fahrers. Das heißt, den Beifahrer am besten ganz nach unten machen, dann habe ich alle Größen. Passt jeder rein, ganz genau. Dann sieht man hier die Mittelkonsole, das Ganze ist mit Carbon. Ist es echtes Carbon oder ist das echtes Carbon? So China-Imitat? Nein, das ist echt. Da wird einfach schon gesagt, nochmal 5 Gramm gespart. Deswegen auch frei schwebend. Wenn man genau hinsieht, fehlt eben zum Beispiel der P-Schalter. Das haben wir gar nicht für Parken, sondern das muss man über den N-Schalter für neutral dementsprechend aktivieren. Wir sehen die Handbremse, die zu ist, die in die hintere Scheibenbremse integriert ist. Die löst sich beim Losfahren automatisch etc. Das heißt, der Parkschalter sind auch nochmal 4 Gramm gespart. Mindestens. Wenn der Fahrer denn so richtig sparen will, dann nimmt er am besten noch 15 Kilo ab. Das empfehle ich vielen. Ich selber kämpfe täglich. Steig mal ein, mach mal den Blinker aus, dann klackt's. Es klackt nämlich ziemlich satt. Hier vorne haben wir schon mal so einen Lufteinlass. Ein Display hat es auch. Er bootet. Warte mal, du warst jetzt so schnell. Mach nochmal an. Das dauert jetzt ein bisschen. Ich kann aber richtig anmachen. Dieses Fahrzeug ist noch im Auslieferungsmodus. Ganz genau. Ich habe also hier 3 Fahrprogramme und entsprechend ändert sich auch das Layout des Cockpits. Wir starten immer in Normal. Ich darf einmal umschalten in Sport. Dann sehe ich mittig auch die Newtonmeter und die Horsepower, die ich abrufe. Der rote Bereich beginnt im Moment wegen kalter Maschine sehr früh. Der wandert dann mit zunehmender Öltemperatur nach oben. Ich sehe die Restreichweite etc. Und wenn ich noch einmal länger drauf drücke, dann komme ich auf den Track-Modus für also die Rennstrecke. Und da haben wir im Zentraldisplay oben, ganz wichtig, die Drehzahl eben. Und dann kann ich nur noch manuell schalten. Was ist denn da für ein Motor drin? 1,8 Liter Turbo-Benziner mit Ladeluftkühlung und verbunden mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe von Getrag. So, jetzt gucken wir mal hier vorne. Ja, mach nochmal aus. Krass, wenn der startet, dann startet der witzigerweise mit offener Auspuffklappe. Das ist korrekt. Das war kein Soundgenerator. Nein, das ist alles echt. Das ist echt. Der hat keinen Soundgenerator? Nein. Gut, also er klingt halt, es kommt leider nicht rüber. Er klingt halt ziemlich cool, wenn er mal ein bisschen leiser macht. Da ist noch Energy drin. Das heißt, der kommt wirklich frisch aus Frankreich, der hier. Ja. So, hier vorne. DAB Plus hat er. Jawohl, hat er. Mach mal Suchlauf. Jetzt kurz mal das jetzt FM. Ganz schlechter Empfang hier in der Halle drin. Ja, macht nichts. Machen wir trotzdem. Ja. Gucken, dass wir. Also, kann jetzt sagen, ob da was kommt. Ja, der macht er gleich Suchlauf, aber das ist nicht so schlimm. Nee, ist okay, aber DAB Plus eingebaut. Ihr habt einen Neubau hier, der neuesten Energievorschriften entspricht und deswegen haben wir hier auch Energieschutzglas
Glas drin, dafür könnt ihr gar nichts. Ja, Navi ist mit drin. Jawohl, serienmäßig. Dann haben wir natürlich Telefonanbindung. Das sind jetzt die Test-Handys, Entschuldigung. Von dem Team drin. Vom Team in Dieppe drin. Ja, das Asus 007 ist schon ewig drin. Neu ist das iPhone von Alpine. Also die überlegen dann immer, jawohl, funktioniert alles, wird alles getestet. Es gibt auch Fahrzeuge, die werden bis zu 100 Kilometer Probe gefahren. Über 100 Kilometer bekommen wir dann eine entsprechende Bestätigung aus dem Berg. Gibt es das Fahrzeug dann ein bisschen billiger? Nein. Ihr fahrt die Autos ein, hast du mir erzählt. Nein, wir nicht. Nee, du nicht, aber du machst. Grundsätzlich fahrt ihr die ein. Das ist Empfehlung. Absolute Werksempfehlung. Zart machen am Anfang, aber auch der Maschine sagen, wofür sie gebaut wurde. Und ab spätestens 3000 Kilometer sagen wir feuerfrei. So, also für unsere automatische Google-Übersetzung übrigens, zart machen bedeutet langsam machen. Nicht langsam, wenig Drehzahl. Wenig Drehzahl. Also man darf schon, aber man muss früh schalten. Der Automat übernimmt es. Schön ist auch hier die Anzeige der Alpine Telemetrix, das Angabe von Echtzeitdaten. Ich darf mal gerade noch mal starten. Du darfst alles. Dann sehe ich zum Beispiel den Druck auf der Bremse. Ich sehe das Kühlwasser. Genau, wenn du mal gerade das Licht ausmachst, sag mal so lieb, dann sollte die Anzeige vielleicht ein Ich mache hier ein bisschen heller. Heller. Moment. Ne, es geht, aber es ist ein bisschen dunkel. Display. Weil die geht jetzt automatisch, nehme ich an. Ah ja, jetzt ist Mode Night. Jetzt ist besser. Mach mal die Language auf Deutsch, wenn wir schon dabei sind gerade. Deutsch. So, dann gehe ich nochmal auf die Alpine Telemetrix. Und dann verstehen wir es besser. Ladedruck natürlich nur, wenn Verbindung ist. Einlasstemperatur für den Motor. Und das ist witzig, wenn ich jetzt einmal ein bisschen Gas gebe, sieht man direkt, wie das Drehmoment hochgeht. Und dementsprechend verfärbt sich das bis in dunkelrot. Wir haben noch andere Spielereien wie Leistungsabfrage 0 bis 50 bis 100 etc. Wir haben hier, witzig für den Beifahrer, Anzeige der G-Kräfte. Hier die Drehmomentwelle. Sehr witzig. So ein bisschen wie auf der Playstation. Ja, genau. Flacht die Kurve ab, muss man im Moment auch sagen. Und ansonsten hier für die Gesundheit des Getriebes kann ich mir hier die Temperaturen anzeigen lassen. Lenkeinschlag, wenn ich auf dem Circuit bin und dort noch ein paar Zehntel vielleicht besser werden kann. Und last but not least die Stoppuhr. So, ich zeig mal, hier vorne hast du so Pedals drin. Die kenne ich von Renault noch von ganz früher. Die sind Fans von solchen Pedals hinterm Lenkrad. Das ist aber auch praktisch. Wenn man sich daran gewöhnt hat, ist das eine erstklassige Bedienung. Ja, man sieht sie nicht, aber man fühlt sie und du kannst sie blind bedienen. Ich kann sie dann irgendwann wieder blind bedienen, wenn ich regelmäßig fahre, Lautstärke, ich kann Telefon annehmen, ich kann durchblättern, unten praktisch. Genau, es gibt auch Leute, die kurz vor dem Verkauf des Fahrzeuges finden die dann die Tasten. Oder? Es ist mir so passiert mal bei einem Renault. Was hatte ich denn? Ich hatte irgendein Renault, wo das drin war. Ja, das ist korrekt, aber auch selbst mir hat sich jetzt der Drücksteller für die Alpine Telemetrix auch erst nach 12 Monaten erschlossen. Das Schöne ist, man entdeckt immer was Neues. Ich darf noch hier kurz die wunderschöne Knopfleiste zeigen. Die gibt es ja heute nicht mehr bei vielen Autos und ich warte immer noch ganz gespannt drauf, was rechts außen kommt. Netflix Oder James Bond. So, und dann haben wir eine Klimaautomatik. Jawohl, die ist auch serienmäßig. Die kann ich auch ausmachen, wenn ich noch mehr Power eventuell haben will. Und ansonsten regelt die einstufig hier in der kleinen Kanzel alles. So, und da vorne ist das Gaspedal, praktisch neutral, Dauer und Rückwärtsgang. Einfach D wie Drive. Wir können auch die Kamera kurz zeigen. Die sitzt hier im mittleren Display. Mittleren Display. Okay. Im Fahrerdisplay. Cool. Und da, wo es hingehört. auch mit, da wo man drauf schaut. So, und dann habe ich hier Fensterheber in der Mitte. Genau, links. Rahmenlos die Fenster, gell? Rahmenlose Fenster, die auch immer runtergehen. Und rechts jeweils mit der entsprechenden Komfortautomatik des Drückens. Ist ja süß. Bei dem Auto irgendwo verzichtbar. Ich weiß nicht warum. Es gibt Tempobegrenzer.
das mag noch sinnvoll sein, und ein Tempomat. Ja, Tempobegrenzer finde ich super. Also wenn du jetzt gerade so, ja nicht nur in der Schweiz, auch in Belgien oder in Deutschland, wenn du mal in einem Gebiet bist. Es gibt ja auch Leute, die fahren nur am Anfang schnell und dann lässt man sich überholen, weil wir könnten, das langt ja. Genau. Schön, du hast Schaltpedals? Jawohl, rechts geht's hoch, links geht's runter. Und jetzt sind wir nochmal in P. Schön, da ist er. So, oben gibt es auch mit Schiebedach oder nicht? Nein. Zu viel Gewicht. Ja, ist ja klar. Wie konnte ich nur fragen? Aber wirklich. Das da möchte ich noch mal kurz zeigen. Warte mal. Ja, ich habe schon ohne Spiegel. Bist du stolz drauf, gell? Ohne Spiegel. Das ist klasse. Konsequent. Der riecht ja komplett neu. Also du merkst es richtig. Steht seit Montag. Die Alpine, ja. Sie hat noch keinen Namen. Also warte mal, ich zeig dich mal gerade komplett. Oh, mit den Schalen sitzen ist ja nichts für mein Alter. Du sitzt da wie angegossen. Du fährst doch selber Alpin? Ich fahre regelmäßig Alpin. Und das Gute ist, findet aber wirklich jeder perfekten Halt. Links stütze ich mich ab. Ich kann das Lenkrad in Höhe und Tiefe verstellen. Und ich sag mal, wenn ich jetzt auf die Rennstrecke fahren würde, dann würde ich noch ein ganz klein bisschen vorfahren und sagen, so fühle ich mich wohl, so habe ich Gewalt. So, ihr habt die Autos ja jetzt schon ein bisschen, ich zeig mal gerade hier hinten, da kann man auf den Motor gucken, da ist nochmal eine Scheibe hinter der Scheibe. Hier ist auch nochmal, ist das hier Ablagefach oder was ist hier drin? Das ist ein Ablagepaket, 7 Liter gehen da rein. 7 Liter. Immerhin. Okay, und hier vorne ist der Subwoofer hier drunter. Genau. Der zuständig ist für die Rückenmassage. So sieht der Sitz übrigens aus. Ah ja, da ist der Subwoofer, sehr schön. Ja, ist da nichts gespart. Warte, ich komm mal raus. Falt. Also es ist halb so wild, aber wenn man beide Hände mit der Kamera und mit dem Mikro voll hat, dann ist es nicht ganz so einfach. Weißt du, was cool ist? Mach mal gerade, beide Türen sind offen, komplett, oder? Ich zeig mal gerade von der Seite. Ich habe früher als Kind immer bei meinen Spielzeugautos, bei den Alu-Druckos-Autos immer beide Türen aufgemacht und habe mir dann vorgestellt, als könnten die fliegen. Und ja, das ist ziemlich schön. Komm mal zu mir. Wir machen mal ein bisschen Werbung für euch. Ihr seid eines der erfolgreichsten Alpine-Center, zumindest mal in Deutschland. Einer der ersten in Europa. Einer von 11. In Deutschland. Ich würde sagen, wir sind ziemlich erfolgreich. Wir verkaufen etliche. Wir haben noch mehr Fahrzeuge in der Wartung, weil wir hier auch als Stützpunkt für Alpine richtig anerkannt sind mittlerweile. Und wir freuen uns auf die nächsten Sondermodelle, die kommen werden. Wir werden im November, mittig, Ende, eine Sonderserie ganz in Gelb bekommen, technisch absolut identisch mit dieser schwarzen Schönheit. Und da freuen wir uns drauf. Das ist eben auch nochmal eine alte Alpinfarbe und das wird was Besonderes werden. Ist es nicht ein bisschen langweilig, wenn sich das immer nur auch eine neue Farbe malt, das Auto bleibt immer gleich? Weil Alpin ist ja Alpin. Dass die sagen, hey, wir machen da jetzt nicht einen riesen anderen Spoiler mal dran oder wir machen da ganz große Ausrisse. Nee, das ist jetzt ein Klassiker. Das ist ein Klassiker. Der wird ganz dezent. Aufbaut. Ja. Ganz genau, der wird ein Klassiker werden. Das sieht man eben auch an der Wertstabilität. Es werden eben immer so kleinere Sonderserien dazukommen. Ich möchte mal noch eins zeigen hier. Ich glaube, das haben wir noch nicht. Ja. Was ist das? Es gibt vom Atelier Alpine 29 neue alte Farben und ich finde, da sind einige ganz tolle dabei. Für manche braucht man vielleicht ein bisschen Mut, aber die werden ganz toll. Und das Schicke ist, Stichwort Sonderserie, die werden alle nur 110 Mal maximal gebaut. Okay, nach 110 gibt es eine andere Farbe. Es wird wohl nicht mehr viel dazukommen. Okay. Wir haben hier das alte Alpine Bleu, welches ist das? Das ist eher das, Bleu de France. So waren die ersten Alpine A110. Jetzt haben wir das Ganze nochmal in einer Heritage-Lackierung. So, und der da, das ist ja so ein Stahlblau. Das neue Alpine. Das neue. Ja, man sieht also schon die Richtung ganz klar, aber es ist ein bisschen anders. Das ist die moderne Interpretation. Etwa 80% der neuen Modelle sind in diesem Alpine Bleu lackiert. So, jetzt habt ihr hier einen ganz neuen Laden hingezimmert. Das ist ein Alpine Centre und das ist schön. Das heißt, die Fahrzeuge bekommen jetzt ähnlich wie in einer Galerie so ihren eigenen Raum, wo sie wirken. Das heißt, es wird nicht zugestellt, sind nacheinander.
Du bist doch dafür zuständig. Was sind das für Kunden, die so einen Alpin haben möchten? Das sind oft gestandene Menschen, gestandene Männer in der Regel, die es zu etwas gebracht haben, die in der Jugend vielleicht sich einen Alpin nicht leisten konnten und die sagen, heute gönne ich mir das, weil die Alpin nie so gut, nie so schön wie heute war. Ja, er hat 2 Sitze, das heißt, entweder fährt der Sohn mit oder die Frau oder keiner. Oder keiner in der Regel, ganz genau. Und noch zum Standard, alle Alpinsondre eigentlich auf der ganzen Welt müssen dieses Plakat, da sind die Kurven drin, man kann sie gut erkennen, veröffentlichen. Jeder hat die Theke, es gibt keinen normalen Schreibtisch mehr und auch entsprechend Boden und Wände müssen so entsprechend designt sein. Aber ihr habt auch entsprechende Anziehsachen von Alpin auch da. Das muss natürlich auch so sein. Das heißt, wenn man Fan ist, nimmt man natürlich so ein Polo mit. Oder man nimmt diesen tollen Alpinkoffer mit. Den Alpinkoffer. So, ich zeige mal ganz kurz, ihr habt so einen Film gedreht im Berg. Ja, der wird laufend aktualisiert. Da sieht man also, wie die Karossen entstehen, die Lackstraße. Und schön finde ich wirklich persönlich, dass immer mehr auch die Mitarbeiter, es sind etwa 350 in Dieppe beschäftigt, dass man die eben auch sieht. Es ist eine Dame da, die ist schon durchgelaufen, die hat den blauen Lidschatten genauso, die schafft in der Lackiererei, wie die Farbe Bleu Alpin. Okay, super. Ja, wenn ich das Ding mal Probe fahren will, allein darf ich nicht fahren, das ist bei euch Vorschrift. Das so, ist korrekt. Genau, ich komme mal kurz zu dir, dann sieht man dich ein bisschen besser. Du fährst immer mit, oder? Ich fahre immer mit, ich mache eine kleine Einweisung, ich fahre in der Regel die ersten 5 bis 10 Minuten. Dann bleibe ich dabei auf dem Beifahrersitz und animiere aber auch teilweise zu sagen, jetzt gib mal richtig Gas, schalt mal vor der Kurve runter, geh mal hier voll in die Bremse. Einfach, es ist ein Erlebnis, Mensch und Maschine müssen eins werden. Ja, Alpin-Centre in Saarbrücken, direkt an der französischen Grenze. Ihr habt auch viele französische Kunden, muss man dazu sagen. Die Leidenschaft, die kaufe ich dir auch ab. Und hier steht er in schwarz, der A110S. S heißt, der hat ein bisschen mehr Power? Nee. 40 PS mehr, ganz genau. Strafferes, tieferes Fahrwerk, breitere Reifen. Immer die Brembo-Bremsen, die ich ansonsten nur optional ziehen kann. Sehr schön. So, wir machen noch ein Auto. Was machen wir danach für einen Film? Dann gehen wir zum Standard, zum Klassiker sozusagen. Welcher ist das? Eine blaue Alpine Legende. So, den können Sie gleich sehen. Also, vielen Dank fürs Zuschalten. Dein Name nochmal, Vor- und Zunahme? Marc-André Jacob. Marc-André Jacob. Gerne abgekürzt als Marc Alpin Jacob. Ist ja süß. Echt? Marc Alpin Jacob. Ja, ich bin der Alpinist im Saarland. Super. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis denne. Tschüss.